Nach 12 Jahren kaufte ich immer noch palettenweise Dünger und fütterte Fische, die ich mir eigentlich nicht leisten konnte. Ich hatte knapp 6 Hektar in Production und 2 Lebende Systeme, die keine 15 Meter voneinander entfernt standen. Und noch nie auch nur das Geringste füreinander getan hatten. Die Fische produzierten Abfall, ich zahlte für die Entsorgung. Der Boden brauchte Stickstoff, ich zahlte für die Zufuhr. Derselbe Stoff, 2 verschiedene Rechnungen. Die meisten Anbauer denken, das gehört einfach dazu. Stimmt nicht. Es ist ein Planungsfehler. Und wenn man es einmal erkannt hat, kann man es nicht mehr übersehen. 22 Jahre auf diesem Boden. Ich bewirtschafte knapp 6 Hektar außerhalb der Willamette Valley. Kohlgewächse, Lauchgewächse, Salatmistungen, Winterkürbis und ein rotierendes Gründungsprogramm, das ich dreimal komplett neu aufgebaut habe. Ich habe Fische in allem gehalten, von 200 Liter Wannen bis zu einem 1000 Quadratmeter großen ausgekleideten Teich. Ich habe Systeme so heftig crashen lassen, dass ich ganze Beete durch Ammoniak verloren habe. Einen kompletten Bestand Tilapia, im August getötet, weil ich das Besatzverhältnis überstürzt habe. Ich wusste, dass man nicht überstürzen darf. Ich habe aber auch 3 aufeinanderfolgende Anbausaisons ohne einen einzigen Cent für Fischfutter oder Kunstdünger durchgezogen. Das ist also keine Theorie. Langsam, auf die harte Tour. Das hat mir das Land beigebracht. Das Erste, was ich klar machen will, ist, dass dieses Problem. Fisch kosten Geld, Garten kostet Geld, beide System fressen Inputs. Ist kein biologisches Problem. Die Biologie hat sich nicht verändert. Fisch produzieren jeden einzelnen Tag, ammoniakhaltigen Abfall. Pflanzen brauchen jeden einzelnen Tag, Stickstoff. Diese beiden Tatsachen gelten seit dem ersten Karpfen, der vor Tausenden von Jahren durch das erste überflutete Reisfeld schwamm. Was sich geändert hat, ist, deren Verdienst, dass die beiden nicht verbindet. Bauern in Japan, China und ganz Südostasien haben das so lange vor uns begriffen, dass sich die Aufzeichnungen kaum noch vollständig zurückverfolgen lassen. Die Präfektur Toyama in Japan hat über 400 Jahre durchgehend dokumentierten, integrierten Reisfischenbau. Familien fluteten ihre Felder, setzten Karpfen und Karauschen ein und beobachteten, was passierte. Die Fische bewegten sich durch die Wassersäule, fraßen Mückenlarven. Wasserkäfer, Algen, Unkrautsammling, alles, was dem Reis Konkurrenz machte. Ihr Abfall löste sich direkt in der Wurzelzone der Pflanzen auf. Über dem Reis beschgettete das Blätterdach. Das Wasser hielt die Temperaturen stabil, reduzierte die Verdunstung, abgefallenes Pflanzenmaterial, setzte sich am Teichboden ab und ernährte die Wasserwürmer und Wirbellosen, die Fisch dann als Protein fraßen. Das System produzierte sowohl Reis als auch Fisch in größeren Mengen, als jedes allein hätte produzieren können. Mit weniger Inputs, als jedes einzeln gebraucht hätte. Das ist kein Folklore, das ist Ökologie. Und es funktioniert heute genauso in einem 400 Liter Vorratstank auf einer Terrasse, wie es in einem überfluteten Reisfeld im Jahr 600 funktioniert hat. Der Grund, warum die meisten von uns es nicht so machen, liegt daran, was passierte, als die Nahrungsmittelproduktion industrialisiert wurde. Futterfirmen brauchten Fischhalter, die Futter kaufen. Düngerfirmen brauchten Anbauer, die Nährstoff kaufen. Der einfachste Weg, das zu garantieren, war, die beiden Systeme zu trennen. Sie zu verschiedenen Branchen zu machen, verschiedene Lieferketten, völlig verschiedene Hobbykategorien. Es hat funktioniert. Die meisten Leute mit einem Aquarium und einem Garten haben noch nie an sie als ein einziges System gedacht, weil niemand, der ihnen etwas verkauft, es vorgeschlagen hat. Ich habe 11 Jahre lang 2 getrennte Systeme betrieben. Ich baute Kohlgewächse und Salatmischungen auf gut 3 Hektar meiner knapp 6 Hektar an. Ich düngte nach Plan, führte Buch über Inputkosten, wie jeder seriöse Betrieb.
Meine Fischanlage. 4500 Liter, ausgekleideter Teich. Und 1200 Liter Zuchtbecken. Liefen mit kommerziellem Pelletfutter. Und einem Filtersystem, das mich mehr an Strom kostete, als ich zugeben möchte. Ich habe beides erfasst, kannte meine Zahlen in- und auswendig, und die Zahlen sagten mir, dass ich langsam an 2 Fronten verblutet. Im Jahr 12 hörte ich endlich auf zu fragen, was jedes System brauchte. Und fing an zu fragen, was jedes System produzierte, das andere brauchte. Die Fische produzierten Ammoniak. Meine Pflanzen hungerten nach Stickstoff. Das Fischbecken erzeugte Wärme und organischen Abfall, den ich abpumpte und wegwarf. Meine Beete waren trocken und statisch und völlig abhängig von dem, was ich zu ihnen trug. Als ich es so darlegte, nicht als 2 Systeme, sondern als 2 Organismen, mit komplementären Bedürfnissen, war die Verbindung offensichtlich, peinlich offensichtlich. Ich hatte 11 Jahre damit verbracht, es nicht zu sehen, weil ich darauf trainiert worden war, einen Teich und ein Feld als getrennte Kategorien zu sehen. So funktioniert der Kreislauf tatsächlich. Ich will jeden einzelnen Schritt durchgehen, weil jeder wichtig ist. Fisch, fressen, Insekten. Das ist die Grundlage der Proteinschleife. Ein ausgereiftes System. Eines, das lange genug läuft, echten Lebensraum zu etablieren. Erzeugt Mückenlarven, Wasserkäfer, Zuchtmücken, Aquatisch-Krebstier. Durchgehend in meinem 4500 Liter Teich über den Sommer. Läuft die Insektenbiomasse so substanziell, dass ich die Zufütterung zwischen Mai und September komplett eingestellt habe. Die Fische sind fett und wachsen von dem, was das Wasser produziert. Ich habe die Wachstumsraten erfasst. Sie sind vergleichbar mit meinen Fütterungsperioden. Das System produziert sein eigenes Protein. Fische produzieren Abfall sofort, kontinuierlich, jede Stunde, die sie leben. Dieses Ammoniak gelangt in die Wassersäule und wird von Wurzelsystemen aufgenommen. Den Wurzeln von allem, was I am verbundenen, Beet wächst. In meiner Anlage sind das Grünkohl, Mangold, Salatmischungen und eine Rotation von Kohlgewächsen durch die kalten Monate. Die Stickstoffbelastung aus meinem Teich, gemessen am Einlass zu meinem Hauptbeet, entspricht einer standardmäßigen verdünnten, Flüssigdüngeranwendung. Ich habe aufgehört, Dünger für diese Beete zu kaufen, I am Jar 2 de integrierten Systems. Die Fische düngen sie ständig kostenlos. Pflanzen schützen die Fische. Das ist der Teil, der mich am meisten überrascht hat, als ich anfing, wirklich darauf zu achten. Ein Blätterdach über offenem Wasser, ob das nun Reis, über einem Reisfeld ist oder Kletterbohnen, über einem Vorratstank. Senkt die Wassertemperatur an einem heißen Tag messbar Grad. Ich habe, im Juli einen Unterschied von über 2 Grad zwischen meinem beskatteten Tank und meinem unbedeckten Hälterbecken gemessen. Über 2 Grad machen einen Unterschied, wenn man Fische durch einen pazifischen Nordwestsommer hält, der unvorhersehbar warm geworden ist, über die Temperatur hinaus. Wurzelsystem, die in die Wassersäule hängen, reichern der Bodengrenzfläche, Sauerstoffen. Fallendes Blattmaterial, ernährt, Zersetzer, am Teichboden. Was die Fische ernährt, was mehr Abfall produziert, was die Pflanzen ernährt. Nichts in diesem Kreislauf ist passiv. Alles arbeitet jetzt. Lasst mich auch erzählen, wo ich falsch lag, denn ich habe jeden Fehler gemacht, denn dieses System zulässt. Mein erster Crash kam vom Besatzverhältnis. Ich war ungeduldig. Ich hatte die Richtlinien gelesen, ich kannte die Zahlen, und ich besetzte trotzdem stark, weil ich sehen wollte, wie das System funktioniert. 2,5 Zentimeter Fischkörper lang pro 4 Liter Systemwasser ist die Obergrenze. Ich lag näher bei 4 Zentimetern. Nach 6 Wochen wurde mein Wasser gelb, dann grün. Dann verlor ich an einem Wochenende über 6 Kilo Fisch durch einen Ammoniakstub, den ich hätte komplett vermeiden können, wenn ich einfach gewartet hätte. Die biologische Filterung, im Beetsubstrat. Die Bakterienkolonien, im Kies. Die Ammoniak in Verwertbares Nitrat, umwandeln, brauchen 6 bis 8
Woken Zoom Reifen. Man kann es nicht beschleunigen. Ich wusste das. Ich ignorierte es. Ich bezahlte dafür. Der zweite Fehler war, den Insektenlebensraum zu überspringen. Ich verband Fische mit Pflanzen und nannte das System fertig. Ohne eine Zone aus organischem Material, Mulch und Wasserpflanzendecke, wo Insekten sich tatsächlich vermehren und ansammeln können, sind die Fische vollständig von Zufütterung abhängig. Ihr habt eine hübsche Version derselben Abhängigkeit gebaut, die ihr schon hattet. Die Lösung ist einfach, aber sie erfordert Absicht. Tiefer Mulch am Teichrand, Schwimmpflanzen, Wasserhyazinthen, Wassersalat und ein halbversunkener Baumstamm oder Reisigbündel am Tankrand. Dies organische Zone ist, wo die Proteinschleife beginnt, baut sie, bevor ihr Fische einsetzt. Ich baute sie danach. Was bedeutet, dass ich eine ganze, zusätzliche Saison kommerziell fütterte, während sich der Lebensraum etablierte, ein ganze Saison unnötiger Kosten, die ich hätte überspringen können. Der dritte Fehler war kein Winterplan, mein erster integrierter Herbst. Ich erntete den Sommerüberschuss, tat nichts, Gezieltes, das System auf Kälte vorzubereiten. Und kam im März, zu einem Wiederaufbauprojekt, zurück zu einem laufenden System. Und jetzt verbringe ich jeden September 2 Wochenenden mit nichts anderem. Ich ernt Samenköpfe, fermentier überschüssiges Pflanzenmaterial für Frühjahrsbodenverbesserung. Entscheide, welche Fische vor Ort überwintern und welche in den Behälter im Keller kommen. Mein Kulturgebiet wechselt zu Grünkohl, Spinat, Feldsalat und Brunnenkresse. Alles Pflanzen, die bei Temperaturen produzieren, die Warmjahreskulturen komplett stilligen. Das System verlangsamt sich. Es stoppt nicht. Diese Unterscheidung brauchte ich ein ganzes Jahr, sie zu verstehen. Und es lohnt sich, sie zu verstehen, bevor euer 1. Oktober kommt. Jetzt lasst uns die Fragen angehen, die ich am häufigsten bekomme, denn ich weiß, was ihr denkt. Ihr habt kein 6 Hektar, ihr habt eine Terrasse, gut. 200 Liter Halbton und ein einzelnes Beet bilden einen funktionalen, geschlossenen Kreislauf. Sehen. Goldfische vertragen hohe Besatzdichte besser als die meisten Arten. Ein Beet mit Salat und Kräutern, das von ihrem Abfall ernährt wird, produziert durch Gehände, Ernte durch die Anbausaison. Ihr baut keine Farm, ihr baut eine Besiehung auf der Grundfläche eines kleinen Tisches. Was ist mit Winterkälte? Winterharte Fische. Goldfische, Koi, Karpfen fallen unter 10 Grad Celsius auf niedrigen Stoffwechsel und brauchen fast keine Fütterung. Das System verlangsamt sich mit ihnen. Wechselt das Beet zu kältetoleranten Blattgemüsen und es produziert weiter. Wenn ihr winterhart sind, bringt das Fischbecken nach drinnen, ein Keller, eine Garage. Der Kreislauf funktioniert weiter bei reduzierter Leistung. Was ihr im August fermentiert und gelagert habt, tragt durch den Februar. Ihr habt den Überschuss aufgebaut, ihr seid davon. Ihr wollt echte Zahlen. Ein korrekt besetztes 400-Liter-System in gemäßigtem Klima produziert 3,5 bis 5,5 Kilo erntbaren Fisch pro Jahr. Das verbundene Beet produziert knapp 1 bis 1,5 Kilo Blattgemüse pro Woche durch die Anbausaison. Das ist echtes Essen von einer Grundfläche, kleiner als ein Parkplatz. Tank, Beet, Pumpe, Substrat, Fische kosten zwischen 130 und 230 Euro. Return on Investment kommt vor Ende des zweiten Jahres, wenn ihr konsequent seid und meinen Besatzfehler nicht wiederholt. Seid zählt euch. Ich verbringe jetzt etwa 20 Minuten pro Woche mit der Verwaltung meines Systems. Wasserklarheit prüfen, Blattgemüse ernten, Wurzeln trimmen, wenn sie das Beet überfüllen. Vergleicht das mit den Stunden, die ich mit Dünger schleppen, Nährstoffmängel beheben. Einem Fischbecken, verwalten verbrachte, das nie ganz im Gleichgewicht war. 20 Minuten. Das System macht den Rest, weil die Besiehungen, die Arbeit machen, die ich früher manuell gemacht habe. Hier ist, was ich euch mitgeben will, denn es ist das,
was ich am längsten brauchte, es wirklich zu glauben. Ihr verwaltet nicht Inputs und Outputs, ihr verwaltet Beziehungen. Die Fische sind kein Kostenfaktor, der Abfall produziert, mit dem ihr umgehen müsst. Sie sind ein Fruchtbarkeitsmotor. Die Pflanzen sind keine Kultur, die Ernährung verlangt, die ihr liefern müsst. Sie sind ein Filtersystem und ein Temperaturregler, die Arbeit leisten, für die ihr sonst Strom bezahlen würdet. Die Insekten sind kein Schädlinge, sie sind Protein. Irgendwo in der Präfektur Toyama, gerade jetzt, erntet eine Familie Reis von einem Feld, das genau diesen Kreislauf seit 400 Jahren betreibt. Die Fische unter der Oberfläche sind dieselbe Art, die ihre Urgroßeltern einsetzten. Die Insekten, die durch den überfluteten Boden zirkulieren, sind dieselben Insekten. Das Ammoniak, das sich in der Wassersäule in Pflanzenstickstoff umwandelt, ist dieselbe Chemie. Nichts an der Biologie hat sich geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, war, ob ihr in der Lage wart, es als ein System oder zwei zu sehen. Ihr seid eine Anbausaison davon entfernt, nie wieder einen einzigen Input zu kaufen. Baut zuerst den Insektenlebensraum, besetzt die Fische einem richtigen Verhältnis. Verbindet das Beet. Gebt dem System 6 Wochen, sein Gleichgewicht zu finden. Dann tretet zurück und lasst 2000 Jahre bewährte Ökologie die Arbeit machen, die ihre Düngerrechnung früher gemacht hat. Der Kreis schließt sich. Fischabfall wird Pflanzenernährung. Pflanzen werden Insektenlebensraum. Insekten werden Fischfutter. Fisch produzieren mehr Abfall. Es funktionierte, bevor ihr geboren wurdet. Es wird funktionieren, lange nachdem diese Anbausaison endet. Alles, was ihr tun müsst, ist aufhören, zwei halbe Systeme zu planen und das Ganze zu bauen.